Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des Klimaparks Katschberg. Heute wird ja viel über Nachhaltigkeit geredet und Klima und so weiter. Und da gibt es nun verschiedene Ansätze, aber was das Interessante am Katschberg ist, die reden nicht nur drüber, sondern die tun auch was. Und das werden wir heute in unserer Runde hier machen. Aber bevor ich zu den einzelnen Gesprächspartnern komme, zeigen wir zuerst mal einen Film als Einstimmung. Ja? Vielen Dank. Als erstes möchte ich Ihnen den Herrn Markus Ramsbacher vorstellen, zu meiner Linken. Er ist der Chef sozusagen vom Tourismusverband oben am Katschberg. Er hat auch sein Büro direkt am Katschberg oben und er wird jetzt mal in ein paar Worten die Highlights von der touristischen Seite des Katschbergs erzählen. Markus, bitte. Ja, Hubert, vielen Dank. Ja, wie gesagt, mein Name ist Markus Ramsbauer, ich bin der Geschäftsführer der Region Katschberg-Lisa-Maltertal. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir sind das erste Mal auf der CMT. Ich muss wirklich jedem gratulieren. Also, waren jetzt schon auf einige Messen, aber CMT noch nicht. Sensationell, wir kommen auch ganz sicher wieder. Wir sind auch so herzlich empfangen worden und auch von dir, Hubert, ja, beispiellos betreut worden. Also, vielen, vielen Dank. Meine Stimme habe ich ein bisschen am Stand verloren und auch gestern bei der Party. Ich möchte vielleicht ganz kurz zwei, drei Worte, damit man das System, es ist gar nicht so leicht in Kärnten, das touristische System, wer ist was, wer macht was, erklären. Wir haben ein Drei-Ebenen-System. Die unterste Ebene nicht von der Wertigkeit her, aber die unterste Ebene ist die Ortsebene. Das ist jeder Ort. Katschberg und bei mir in der Region sind es 5 Orte. Es ist eben Katschberg, es ist Malta in Kärnten, nicht die Insel. Krems in Kärnten mit der Innerkrems, Trebising und Gmünd, die Künstlerstadt. Diese Orte sind für ihre Produkte verantwortlich, die Wanderwege, alles, was wir anbieten. Ich drüber als Regionsgeschäftsführer bin sozusagen dafür verantwortlich, dass wir alle am gleichen Strang ziehen und für die Vermarktung. Und ja, jetzt bin ich schon mitten im Thema. Die dritte Ebene ist dann die Kärntenwerbung. Quasi die Landestourismusorganisation, die noch einmal das oberste Leitbild für Kärnten gibt. Meine 5 Orte, die ich betreuen darf, beginne mit dem Katschberg, ist seinerseits der größte Tourismusort mit so knapp 500.000 Nächten. Das Schöne ist am Katschberg, die Nächte sind aufgeteilt, gleich stark Winter und Sommer. Wir haben Gott sei Dank eine ganz, ganz starke Sommersaison. Im Winter ein klassisches Skigebiet, mit allem, was man aber noch so im Winter machen kann, mit Skifahren, mit Pferdeschlitten, mit Schneeschuhwandern, mit Winterwandern und im Sommer ein wunderschönes Wandergebiet. Sie sehen es vielleicht ein bisschen im Hintergrund auf der Präsentation, wir sind sehr für die Familie ausgeprägt. Ja. Also jede Familie mit kleinen oder schon größeren Kindern sind bei uns richtig aufgehoben. Auch natürlich Leute ohne Familie. Eine sehr starke Saison, was sich jetzt entwickelt, ist der Herbst. Also wir merken es extrem mit den Herbstferien. Da gehen die Zahlen momentan wirklich durch die Decke. Ja. Das ist fast schon auf Hochsaison wert. Wir haben auch am Katschberg bis November geöffnet, bis Allerheiligen. Dann gibt es 3 Wochen Pause und jetzt sehen Sie es gerade in der Präsentation, da starten wir mit Advent. Es wird ein bisschen zu lang, wenn ich das ausführe, aber wir haben eine ganz andere Advent-Attraktion als vielleicht ein klassischer Adventmarkt mit einem Adventweg, wo sehr, sehr auf Tradition geschaut wird. Wir nennen es Weihnachten wie früher, ohne Kitsch und Kommerz.
Infos finden Sie in der Mappe. Und die anderen 4 Orte, die fasse ich ein bisschen zusammen, sind jetzt, Malta ist ein Nationalpark, eine Nationalparkgemeinde, das ist vielleicht das herausragendste, und ein Bergsteigerdorf bietet auch alles Alpine an. Hat jetzt kein Skigebiet, aber man kann Touren gehen von leicht bis hochalpin und auch im Sommer. Es ist ein ganz, ganz bekanntes Klettergebiet oder sehr beliebtes Klettergebiet. Und mit der Malta-Hochheimstraße zu der Staumauer von Malta, das ist eigentlich ja fast ein Weltwunder, wenn man so sagen kann. Also ein imposantes Bauwerk, wo ein Speichersee ist, wo Strom erzeugt wird vom Verbund. Innerkrems ebenso, das ist ein Skigebiet, was aktuell nicht in Betrieb ist. Wir bauen das gerade um auf Tourengehen, auf Schneeschuhwandern, auf Schlittenfahren. Wunderschön, also der Markt, wir nennen den Urlaub im Schnee, merken auch, er steigt. Also der reine Skifahrer, der jetzt 5 Tage, 6 Tage nur Skifahren kommt, der ist richtig am Katschberg. Wenn jemand sagt, okay, ich will jetzt dann auch viele Touren gehen, ich will langlaufen, alles eigentlich vor der Haustür und vielleicht einmal Skifahren, der ist in der Innerkrems gut aufgehoben. Und das merken wir auch, dass dieser Markt auch extrem anzieht. Und dann noch die Künstlerstadt Gmünd, ja, das ist auch ein Juwel, so ein bisschen eine mittelalterlich, ich sehe gerade jetzt auf der Präsentation, eine mittelalterliche Stadt mit sehr vielen Ausstellungen. Und eine Besonderheit, man sieht es ja vielleicht jetzt an das Porsche Museum, der erste Porsche wurde in Gmünd gebaut. Und wie gesagt, da gibt es noch ein großes Porsche Museum, das privat betrieben wird, aber eines der beliebtesten Ausflugsziele ist. Ja, so ein kurzer Streifzug durch die Region. Wie jetzt an die Nachhaltigkeit ist ja unser Thema. Was ist mein Part in der Nachhaltigkeit? Wir versuchen da ein bisschen in den Lead zu gehen. Ja, wir bauen Nachhaltigkeit ein und das wird dann der andere noch erklären. Das Schönste, ich nehme es vorweg, an unserer Idee ist, dass es nicht in der Marketingabteilung geboren wurde, sondern direkt in den Betrieben. Aber dafür wird der Anton, was erzählen. Ich versuche, und Gott sei Dank, ja, wir sind, ich habe Ihnen erzählt, eine Tourismusregion, Kärnten, wir sind 9 Regionen, ich bin eine davon, und wir sind jetzt mit dem Klimaberg Katschberg auch schon im Lead. Ja. Nachhaltigkeit ist bei jedem ein Thema, aber die Kollegen rufen mich an und fragen, wie macht er das? Danke. Danke, Markus. Ja, du hast ja schon angesprochen, die Besonderheit eben neben dieser tollen touristischen Ausstattung, die ihr habt, das ist eben diese Idee des Klimabergs. Ja, was ist nun ein Klimaberg? Was machen die gerade im großen Gebiet der Nachhaltigkeit? Und da darf ich Ihnen den Herrn Anton Aschbacher vorstellen. Anton Aschbacher ist oben am Katschberg schon seit Jahren sehr, sehr aktiv, indem er ein Heizkraftwerk betreibt auf Hackschnitzelbasis, und alle Hotels und Häuser am Katschberg müssen von ihm die Wärme für die Heizung und für das Warmwasser beziehen. Und er ist noch Gründer und Geschäftsführer der Firma Energy for Future, die sich das ganz große Thema Bioholzkohle auf die Fahnen geschrieben hat. Aber jetzt übergebe ich dir, lieber Anton, das Wort, weil du bist der absolute Spezialist auf dem Gebiet. An Original Katschberger übrigens, er auch, gell? Also, bitte, Anton. Danke, Hubert. Ja, Hubert hat es angekündigt, also ich bin auch Unternehmer am Katschberg, und zwar von der Energieseite her, von der Bioenergieseite. Da bin ich schon seit 30 Jahren tätig in dem Bereich, aber habe einen starken Bezug auch nach Baden-Württemberg. Ich habe 20 Jahre in Mannheim gewohnt und gearbeitet, also diese Verbindung hierher. Ja, was haben wir getan? Wir haben uns 2020 mit dem größten Hotelier, mit Wolfgang Hinteregger, der mehrere Betriebe auch hat, gerade am Beginn der Corona-Zeit, als damals alles schwierig war im Tourismus, was passiert jetzt auch noch, war im Nachhinein sogar ein Vorteil, weil plötzlich die Hoteliers alle Zeit hatten. Zwar am Anfang alle Angst, was passiert jetzt, aber die Zeit war da. Dann habe ich gesagt, wohin geht der ganze Tourismus? Und das Thema Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde, wird viel darüber diskutiert, und das haben wir aufgegriffen. Und meine Frage war, ich bin ja kein Touristiker, an die Hoteliers, an die Gastronomen: Ist das Thema Nachhaltigkeit im Tourismus ein Thema? Interessiert das überhaupt jemanden, oder ist das im Grunde jeden wurscht? Weil es geht dann um Preise und Übernachtungen.
Da war die Resonanz gleich mal schnell ganz klar, das ist ein Thema. Die Gäste kommen zu uns ins Haus und fragen, welche CO2-Bilanz hat dein Hotel? Und da war so dieses Thema, wo die meisten gesagt haben, wir wissen ja gar nicht einmal, was die CO2-Bilanz ist und wie wir überhaupt mit dem ganzen Thema umgehen. Und so haben wir die Idee geboren, eben das Klimaberg Katschberg, und haben gesagt, als erstes brauchen wir mal ein Ziel. Und das Ziel war, was da gestanden ist, dass wir bis 2030 CO2-neutral arbeiten wollen. Und zwar auch, warum in diesem Zeitraum, weil wir gesagt haben, wir wollen das alles vor Ort machen. Also wir werden auf keinen Fall und machen auch nicht uns irgendwie freikaufen, irgendein Greenwashing machen, dass wir irgendwo auf der Welt uns mit CO2-Zertifikate versorgen, was man ja machen kann. Und dadurch eben unsere CO2-Bilanz gut stellen wollen. Also sind wir dann hingegangen, haben wir umfangreiche Maßnahmen aufgesetzt, haben wir gesagt, wo können wir was tun? Der Energiebereich ist angesprochen worden. Wir versorgen den kompletten Berg mit Bioenergie, mit Biowärme und jetzt ab diesem Jahr auch mit Ökostrom. Das heißt, wo wir auf Basis von den Holzresten Wärme und Strom machen, alles versorgen und die ganzen Ölheizungen, das wir alles Öl abgelöst haben. Wir haben uns mit dem Thema Mobilität auseinandergesetzt. Mittlerweile haben wir eine E-Mobil-Flotte, die da am Berg zur Verfügung ist. Die Leute können per Zug anreisen, werden mit dem E-Auto abgeholt, haben dann das Fahrzeug zur Verfügung, um dementsprechend auch zu arbeiten. Wir sind aber auch reingegangen in die Betriebe. Die Betriebe haben sich angeschaut, welches betriebliche Nachhaltigkeitsmanagement gibt es. Ein Beispiel das Wassermanagement. Wir haben eine sehr gute Wasserqualität. Hochalpine Quellen und sind dann hingegangen und gesagt, dieses Mineralwasser als Beispiel, das stellen wir mittlerweile in vielen Betrieben selber her. Das heißt, wir mineralisieren unser Quellwasser und haben da auch, wir dürfen es nicht Mineralwasser nennen, sondern es ist dann Tafelwasser als Ergänzung. Das heißt, wir nehmen nichts weg. Wir gehen nicht hin und sagen, es gibt jetzt kein Mineralwasser mehr von irgendeiner Firma, sondern es gibt es als Ergänzung dazu in dem Bereich drinnen. Es ist generell der Ansatz immer gewesen, wir laufen nicht durch den Ort und durch die Region mit dem erhobenen Zeigefinger und sagen, das darf's nicht und das darf's nicht, sondern ganz im Gegenteil. Wir ergänzen das und schauen und betrachten alles, was können wir im Einklang mit der Natur in Kreisläufen auch darstellen. Geht es auch um das Abfallmanagement, wo wir dann hingehen und die ganzen Plastikreste pressen in kleineren Einheiten, wo wir das mit den Elektrofahrzeugen auch verfahren. Wir sind dann auch hingegangen und haben gesagt, okay, was können wir in weiterer Folge tun? Eben immer mit dem Thema vermeiden, reduzieren und kompensieren. Und da kommen wir eben rein mit dem Kompensieren, eben nicht freikaufen. Da setzen wir am Berg unsere Klimaerde ein. Das haben wir hier auch ein kleines Paket. Ja. Was ist das? Das ist im Grunde der nächste Schritt in der ganzen Kreislaufwirtschaft. Wir verwenden Holz und verbrennen das da nicht, sondern wir stellen hochwertigen Kohlenstoff her. Holzkohle kennt jeder. In einer hohen Qualität. Zurzeit produzieren wir das noch in Deutschland. Diese Kohle hat dann diese Eigenschaften, dass sie eine große, poröse Oberfläche kriegt, sehr gut Wasser aufnimmt, sehr gut Nährstoffe speichert. Man kennt das in dem Begriff früher aus Südamerika, Terra Preta, Schwarzerde. Und das bringen wir in die Pisten, in die Skipisten rein, bauen dort den Humus auf, regulieren das Wassermanagement, speichern die Nährstoffe, brauchen viel weniger Dünger, viel weniger Wasser, viel weniger Energie. Und zusätzlich gratis dazu ist es noch ein riesiger biogener CO2-Speicher. Das funktioniert im Grunde automatisch, weil über das Wachstum eines Baumes oder einer Biomasse wird ständig CO2 aus der Luft aufgenommen und Sauerstoff abgegeben. Das Holz besteht aus 50% Kohlenstoff und diesen Kohlenstoff konservieren wir in der Kohle. Und zwar die Hälfte des Kohlenstoffs wird auf sehr lange Zeit, hunderte bis tausende Jahre konserviert. Und so sind wir in der Lage, über die Atmosphäre, über die Biomasse, über den Kohlenstoff, über die Terra Preta, das in die Pisten reinzubringen. Da haben wir Klimawiesen angelegt, Blumen- und Bienenwiesen mit Kohlenstoff, haben 40 Bienenvölker da hochgebracht, produzieren unseren eigenen Honig, der im Kreislauf auch passiert, haben 70 Hochbeete aufgestellt mit der Klimaerde, wo Kräuter angepflanzt werden. Es gibt Kräuterwanderungen, Hochbeetwanderungen im ganzen Bereich. Wir gehen dann mit der Kohlenstofferde aber auch in die Immobilien rein, nämlich in die Dach- und Fassadenbegrünung, als Wasserspeicher auch, aber auch als CO2-Speicher in dem Ganzen. Wir haben auch ein Glück, wir haben
mehrere höchstgelegene Institutionen. Wir haben das höchste Standesamt in den Bergen oben, wo man toll eben auch die Hochzeit feiern kann im Umfeld. Da haben wir auch eine riesige Klima- und Blumenwiese angelegt. Wir haben das höchste Pferdezentrum von Österreich zum Kutschenfahren, zum Reiten, die auch den Kohlenstoff einsetzen für die Tiergesundheit als Futterkohle, als Einstreukohle. Dieser ganzen Kreislauf der Mist dann wieder auf den Pisten landet. Wir haben auch die höchste Brauerei Österreich, ist eine kleine. Haben wir auch hier das Katschbier, das Klimabier und haben dort den höchsten Hopfen von der Welt angepflanzt. Auf 1700 Meter, wo uns die Experten gesagt haben, das wird nie funktionieren, der Hopfen wächst nicht so hoch. Der wächst zwischen, glaube ich, 35. und 55. Breitengrad auf der Welt und so bis 700 Meter. Es gibt im Allgäu irgendwo auf 1070 Meter einen Versuch, aber auf der Höhe fast unmöglich. Dann haben wir gesagt, okay, haben wir diese Klimaerde dementsprechend auch mit Nährstoffen versorgt, haben das eingepflanzt und im ersten Jahr ist es so hoch geworden und dann waren 3 Meter Schnee drauf und im nächsten Jahr sind wir alle gestanden, haben gewartet, hoffentlich kommt noch was. Im zweiten Jahr war das Ding so 2 Meter hoch und im dritten Jahr 6, 7 Meter hoch. Wir haben so Seile gespannt, so wie man es hier kennt in der Holledau, und im dritten Jahr hat er das erste Mal auch schon einen Hopfen getragen, also die Frucht getragen. Die wurde auch untersucht und jetzt sagen die Experten, das wird der intensivste Hopfen werden, den es auf der Welt gibt, weil er so viel Kraft braucht, um da in die Energie reinzustecken. Und unser Klimabier, Katschbierbrauer, der Christoph, Eigentümer der Brauerei, ist jetzt so weit, dass er sagt, er braut 35.000 Liter Bier, was er auch in seinem Lokal einsetzt, dass er seinen kompletten Hopfen da oben auf dem Berg anpflanzen wird. Er braucht pro 1000 Liter eine Pflanze, das heißt 1 Kilo. Und da sind wir mittendrin, das umzusetzen. Also auch zu zeigen, was kann man tun, wie funktioniert das. Das ist eigentlich das Credo vor Ort, dass man den Leuten das auch zeigt. Auch haben wir ein Klimahotel, eben auch vom Hinteregger, was ursprünglich 3 Wochen vor Baustart noch ein Betonhotel eigentlich gewesen wäre, in ein vollständiges Holzhotel mit Dachbegrünung, mit einer Photovoltaikintegration in der Dachbegrünung, dadurch auch die Ausbeute der Photovoltaik erhöht, Wassermanagement reingeholt, diese ganzen Themen vereint, und wir haben mittlerweile auch ein eigenes Klimazertifikat, was wir auflegen, was wir auch in einem touristischen Paket mit haben, was die Leute mit buchen können. Dieses Klimazertifikat dokumentiert pro Zertifikat 2 Tonnen CO2, Vermeidung, Einsparung, Reduzierung über diese verschiedensten Maßnahmen, die wir mittlerweile umgesetzt haben. Es werden unter anderem auch ein Baum gesetzt in der Klimaerde, der eben auch CO2 vermeidet und speichert, und den anderen Maßnahmen. Von den Kennzahlen her ist es so, wir haben 2020 eben begonnen, 2021, 2022 in der Umsetzung. Also all diese Projekte sind umgesetzt, sind in der Umsetzung. Es geht weiter. Wir wollen in den nächsten Jahren hunderte Hektar auch mit diesen Klimaerden belegen, damit wir auch diese Pisten auch wieder aufbauen. Weil dazu muss man auch sehen, der Klimawandel trifft uns in den Alpen ja noch viel extremer, weil wir haben so eine dünne Grasnarbe, und wenn es da mal 3 Wochen nicht regnet, ist alles braun, und wenn dann der Schlagregen kommt, kommt uns irgendwann das ganze Geröll entgegen. Und da müssen wir natürlich auch gegenwirken, und das ist genau ein Thema, auch in Richtung CO2-neutrale Skipiste, aber angreifbar auch in dem ganzen Thema. Und wir haben in den ersten 2 Jahren mittlerweile über diese verschiedensten Maßnahmen 12.000 Tonnen CO2 vermieden, reduziert und kompensiert. Also das ist schon eine Menge in dem ganzen Bereich, und das ist auch natürlich die Motivation, um da weiter zu tun. Am Anfang waren wir zu zweit, auch viele Widerstände gehabt, so nach dem Motto, wow, wieder was Neues, braucht man das, kostet Geld, interessiert das überhaupt irgendjemand, wer bezahlt das? Mittlerweile ist es so, wir haben die ganze Region, der Markus hat es gesagt, es ist der Katschberg halt im Grunde genommen der Headquarter, wenn man so sieht. Es geht in die Salzburger Region, in die Kärntner Region rein. Wir haben eine Mitgliedsbetriebsstruktur aufgelegt, mittlerweile über 20 Mitgliedsbetriebe. 13 davon haben mittlerweile das österreichische Umweltzeichen gemacht. Da geht es auch um Nachhaltigkeit, um Energie, bis hin zu dem Thema, keine chemischen Putzmittel mehr einzusetzen, sondern abbaubare Putzmittel in dem Bereich, auch das Energie, auch die Kulinarik. Wir haben ein eigenes Klimaessen entwickelt. Das hängt hier, glaube ich, irgendwo hier. Das ist der Klimanudel. Es gibt in Kärnten den Kärntner Nudel.
Ihr kennt das hier, bei euch sind das die Maultaschen, die sind bei uns ein bisschen größer, die sonst eben mit Fleisch oder Kartoffeln gefüllt sind. Es sind rein pflanzliche Nudeln. Es gibt 3 Arten eben, den grünen, den weißen und den schwarzen. Auf den schwarzen kann man eingehen, weil auch in den schwarzen mischen wir auch die Kohle rein, nämlich die Esskohle, stabilisiert auch die Verdauung. Das, was für die Kühe, für die Tiere gut ist, ist auch für uns gut. Also gehört auch dazu. Kreislaufwirtschaft, regionale Kulinarik, die Betriebe sind dabei, die da drinnen sind, und wir sind mittlerweile auch Vorzeigeregion. Wir sind im Land Kärnten im Masterplan, wo geht die Entwicklung hin, als Vorzeigeprojekt definiert. Wir haben mehrere Auszeichnungen auch bekommen, mittlerweile auch international. Wir haben gerade vor 2 Monaten in dem Great Tourismus Camp in Münster, war das, glaube ich, Nina, oder haben wir die Auszeichnung gekriegt als die innovativste Tourismusregion im Nachhaltigkeitsbereich in Europa. Wir wollen Vorreiter auch sein, sind wir auch für andere vorzeigen, aber auch für die Touristen, die kommen, die sehr interessiert sind, was macht es dabei, man kann es angreifen. Und wir erzählen immer nur das, was wir tun, und wir zeigen das, was wir tun, und zwar vor Ort in den ganzen Bereichen. Und viele Leute kommen und sagen, hey, was kann ich da mitnehmen für mich zu Hause, was kann ich tun, welche Ideen haben wir. Es kommen andere Tourismusregionen, andere Touristiker. Wir haben mittlerweile Kooperationen mit den Industrien auch aufgebaut, also im Mobilitätsbereich als Beispiel mit der Firma Hyundai Österreich, die mittlerweile auch so dieses Klimapaket, Tourismuspaket, für jedes verkaufte Elektroauto in Österreich bekommt der Kunde ein Klimaberg-Katschberg-Paket mit einem Genussschein oder Übernachtungen, 1 bis 2 Übernachtungen mit diesem Klimazertifikat, mit den ganzen Elektromobilität, die dazugehört. Also alles als Ergänzung und nicht irgendeinen Leuten was wegnehmen, sondern zusätzliches Angebot zu schaffen, was ehrlich ist, was nachhaltig ist, was im Kreislauf sich bewegt, was darstellbar ist und was auch dokumentierbar ist. Das ist so der Hintergrund von dem Ganzen. Es gibt noch einige mehrere Themen, aber wir arbeiten an allen Ecken und Enden, entwickeln das Ganze, bringen das auch voran, und deshalb auch danke an Hubert, dass wir hier sein können auf der C&D, für uns auch ein wichtiger Schritt, um das auch zu präsentieren. Wir haben in der Halle 4 unseren Stand in dem ganzen Bereich drinnen. Das ist so ein Thema, und da würde ich dann überleiten auf einen unserer Vorzeigebetriebe auch, von Moritz drüben, der auch von Anfang an mit deren Betrieb ist, in der Region dabei war und heute auch einer unserer wichtigen Betriebe ist und das alles auch im Grunde im Einklang mit den Themen, die wir machen, auch mitmacht. Hubert. Danke, Anton. Lieber Moritz, geht's wieder? Du musstest ganz kurz frische Luft schnappen. Ja, du hast einen Hotelbetrieb. Du setzt diese Ideen, die auch der Anton jetzt gerade definiert hat, in die Praxis um. Erzähl hier mal unseren Zuhörern, wie das Ganze funktioniert. Ja, grüß Gott, ich bin der Moritz Hinteregger von Hotel Kirchheimer Hof in Bad Kleinkirchheim. Wie der Anton vorhin schon sagte, österreichisches Umweltzeichen, europäisches Umweltzeichen. Ich habe es auch vorne da draußen gesehen, hängt da auch da draußen. Das europäische, das haben wir im Hotel auch. Was wir dazu leisten, dass wir diese Auszeichnung bekommen, ist, wir haben mit meinem Vater gemeinsam eine BHKW-Anlage, Blockheizkraftwerkanlage von der Firma Glock, bei uns eingebaut, wo wir mit Holz heizen, also mit nachhaltigen Ressourcen, wiederverwendbaren Ressourcen, das dann wieder beheizen können. Wir produzieren 60 kW Strom, 160 kW thermische Energie. Von dieser Produktion ist das Abfallprodukt Warmwasser, was wir dann wieder brauchen eben für die ganzen Hotelzimmer, für die Pools. Wir haben auch noch eine Photovoltaikanlage, wo wir über 200 kW in der Stunde produzieren, und dann eben noch den Wald, wo wir auch eben, wie der Anton auch vorhin sagte, Bäume pflanzen, die wir natürlich wieder abholzen müssen. Wenn wir heizen, dann können wir mit unseren Gästen wieder die Bäume pflanzen, und somit ist das immer ein schöner Kreislauf, den wir da machen. Wir haben auch eine Landwirtschaft noch mit dabei. Wir haben rund um unser Hotel 60.000 Quadratmeter Grund, wo unsere Tiere den ganzen Sommer über grasen können. Wir verbrauchen die Rinder in der eigenen, oder großteils in der eigenen Hotellerie beim Abendessen oder auch beim Mittagessen mit den Steaks. Und ja, so liefern wir uns bei, dem Klima Gutes zu tun, mehr oder weniger. So machen wir das. Dankeschön. Danke, Moritz.
Haben Sie Fragen dazu? Wir sind natürlich nachher noch alle da, die Herren sind da. Ganz kurz, gibt es gleich eine Frage oder machen wir das nachher hier? Nein. Wo ist dein Hotel nochmal genau? Weil du kennst, glaube ich, nur den Katschberg, oder? Ja. Genau, mein Hotel ist in Bad Kleinkirchheim. Genau. Ja. Aber ihr seid in dem Tourismusverbund hier das ist ein Beispiel dieser Ausstrahlung. Genau, es gehört eigentlich zu einer anderen Tourismusregion. Okay. Aber ihr zieht an einem Strang, das ist gut. Ja. Das ist gut. Ja, also Sie sind ganz herzlich eingeladen natürlich in die Halle 4. Anton Aschbach hat schon erzählt, da ist ein wunderschöner Stand. Dieser Stand, der gefällt mir insofern ganz gut, weil der ist nicht so, jetzt sage ich es mal salopp, so großkotzig wie die anderen. Ja? Wenn man da diese riesen lackierte Stände von, ich sage jetzt keine Namen, sieht und dann zu euch Katschberger kommt, da wird noch die Wurst ausgeschnitten, ja, auf dem Stand, da gibt es noch die Nudeln zum Essen, ja, da gibt es ein Bier, ja. Da sitzt man vor einer Bretterwand, dann ist vor allem auch dort sind Muster da von der Erde und, was das Schöne ist in der Halle 4, das müssen Sie sich angucken, da gibt es eben ein Original-Hochbeet, was jetzt letzte Woche angekarrt wurde. Wie viele Hochbeeten habt ihr insgesamt gebaut? 70 haben wir gebaut, also auch vor Ort aus Lärchenholz, also voll Lärchenholz. Das ist auch relativ schwer und die haben wir eben überall stehen vor den Restaurants und vor den Hotels überall. Und eins davon haben wir da drüben stehen, um auch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Die werden dann im Winter wieder abgebaut, damit der Schneepflug fahren kann. Im Sommer werden sie wieder aufgestellt und dann ein Punkt haben wir auch, was wir etabliert haben, den Summit, den Klimaberg Summit, den haben wir jetzt schon zweimal gemacht. Da geht es auch darum, eine Veranstaltung zu machen mit auch internationalen Speakern, immer zu den Themen Nachhaltigkeit im Tourismus, Umwelt, Klima. Letztes Jahr hatten wir auch Green Financing, wie verhält sich die Finanzwirtschaft im Zusammenhang mit dem ganzen Klimawandel, aber auch Finanzierungen, findet immer im Sommer statt. Das ist auch immer im Grunde so ein Benchmark für uns, um eben auch das Ganze nach Hause zu bringen. Gehört auch dazu, Bewusstseinsbildung, Einbindung von der Bevölkerung und von den Gästen, rundet das ganze Bild dementsprechend ab. Wenn man auch zu diesem einen Punkt noch Hopfen und Malz, Gott erhalt, sagen wir immer, sagen darf. Ich habe hier dieses Bier, ich habe das extra so hingestellt, das ist immer bei den Fernsehsendungen, Sportschau und sowas, da haben die immer so 5, 6 Flaschen da stehen. Ich habe jetzt auch hier, sieht man. Ich dachte, du wolltest das alleine trinken. Nein, da ist natürlich auch eine Besonderheit und zwar, wir haben dieses Bier, da würde ich jetzt gerne ein paar Flaschen mitnehmen und auch vielleicht gleich probieren. Wir haben heute Nachmittag eine Aktion gehabt, eine Vorstellungsaktion in der VIP-Lounge drüben und es kam auf sehr gute Resonanz und da kam jetzt die Idee, das sollte man die Flasche nicht unbedingt natürlich in einen Glascontainer werfen, ja, ganz klar, Kreislaufwirtschaft, aber man kann auch die Flasche an den Katschberg zurückbringen, ja, und da gibt es hier in Ihrer Pressemappe gibt es einen Gutschein, ja. Und wenn Sie den Gutschein plus die leere Flasche, dürfen Sie einen Abend im Stamperl dieses traumhafte Bier trinken. Ja? Also ich hoffe, dass der Christopher so viel Bier gebraut hat. Hat genug. Da war ein Schwabe, ein schwäbischer Journalist, hat gerade gesagt, also da fahre ich jetzt extra hin. Ja? Das ist für ein Schwabe. Wenn es was umsonst gibt, sind ja die Schwaben gleich vorne dran. So, wenn Sie noch Fragen haben, auch ganz kurz, wir haben hier noch so ein paar Muster mit der Klimaerde. Können Sie bitte mitnehmen, ist zwar ein bisschen schwer, aber vielleicht haben Sie Möglichkeiten, die relativ gut zu transportieren. Nehmen Sie noch ein paar Bier mit, reden Sie noch mit den Herren. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Es gibt noch Kaffee und Kuchen. Günther, du hast noch eine Frage. Achso, campen, ja. Ja, Markus. Ja. Wir haben am Fuße des Katschbergs in Rennweg einen sehr kleinen, familiären Campingplatz. Na, so klein ist er gar nicht, aber sehr familiärer Campingplatz. Der ist sehr beliebt. Viele machen Pause in der Durchfahrt, muss man auch ehrlich sagen, aber immer mehr heute wieder am Stand ist gekommen, na Mensch, ich bleibe nicht nur eine Nacht, jetzt bleibe ich mal 3, 4 Nächte. Ja, und bitte zeigt mir, was man alles machen kann. Ich kenne schon, wir gehen ins Böllertal und so. Also ist ein Ausgangspunkt und der größte Campingplatz ist in Malta, also wieder Malta in Kärnten. Und Terrassencamping ist in Malta auch der größte Nächtebringer, ein irrsinnig beliebter
Campingplatz, auch Ausgangspunkt für alle Attraktivitäten, die man machen kann. Und seit einem Jahr oder jetzt 2 schon haben wir am Katschberg direkt einen Stellplatz. Ja, da kann eine Möglichkeit, eine Möglichkeit. Bitte, er ist in allen Verzeichnissen drinnen. Bitte dort anrufen. Ich glaube, es gibt Möglichkeit für 5, 6, 7 Fahrzeuge abzustellen. Entsorgung ist schon dabei, ja, und man ist ziemlich im Nahbereich von einem Restaurant. Ja, und der betreibt es. Der hat seinen Parkplatz und stellt ihn zur Verfügung. Achso, Camper-Service? Nein. Oh ja. Ja, ich habe einen VW-Bus. Ja, noch eine Besonderheit, was auch sehr lustig ist. Ich habe es vorher auch einem anderen Journalisten erzählt. Und zwar oben auf dem Berg beim Peter, gibt es das Standesamt? Wie heißt der Berg? Ja, das ist oben bei der Gamskogelhütte. Gamskogelhütte. Das höchste Standesamt von Österreich. Auch nochmal, und da haben wir auch eine Eigenheit, das ist ja gerade die Grenze zwischen Kärnten und Salzburg, die geht durch den Berg durch. Und da oben in der Hütte, beziehungsweise mitten durch Standesamt, geht die Landesgrenze durch. Und da muss man dann entscheiden, ob man in Kärnten heiratet oder in Salzburg heiratet. Das hat auch ein rechtliches Thema, weil dann kommt der Standesbeamte von der Salzburger Seite, der Kärntner Seite. Und wenn jemand sagt, er möchte in Kärnten heiraten, dann wird der Tisch, wo die Brautleute sitzen, auf die Kärntner Seite gestellt und die Leute sitzen in Salzburg. Und wenn es umgekehrt ist, wird das umgedreht dann auch. Das ist auch so, ist natürlich auch. Und ist, ich habe das auch schon gesehen. Muss so sein und mittlerweile sehr beliebt. Er hat da 60, 70 Hochzeiten übers Jahr gesehen, fährt man auch mit der Kutsche hoch, da gibt es den Herzalweg auch hoch. Wir haben ja dieses Herz auch als unser der Berg mit Herz, als unser Markenzeichen dann auch. Also das ist alles so im Einklang auch. Es ist auch so eine kleine Kirche da oben gebaut worden, auch wo eben geheiratet wird. Also alles Themen, die dazu passen in den ganzen Kreislauf, in die ganzen Thematiken und von den Gästen sehr, sehr gerne und sehr gut angenommen wird. Anton, da habe ich eine Frage zu dem Thema Standesamt. Gibt es irgendeine Untersuchung, ob die Ehen auf der Kärntner Seite länger gehalten haben, wie die auf der Salzburger Seite? Ja, natürlich, in Kärnten halten die viel länger, ist ja ganz klar. So. Also ich bin praktisch das Beispiel, ich habe es probiert. Ja. Also auf welcher Seite? Kärntner Seite. Kärntner Seite, ich habe es probiert, ja. Und ist alles funktioniert noch gut, ja. Alles klar. Ja. Also, meine Damen und Herren, ich freue mich noch auf Gespräche. Wir haben hier Kaffee und können wir noch gleich ein Bier anbieten. Und ich würde mich freuen, wenn wir viele von euch im Katschberg sehen würden und wenn der Christoph auch mal abends mal kräftig Freibier ausgeben darf. Ja? Er hat mich angerufen, er braut gerade. Von unserer Aktion hat er gesagt, na super. Ja. Also, schönen Tag noch. Vielen Dank, dass Sie da waren.